Lena, ich glaube, ich bekomme einfach kein Bankkonto in diesem Land. Wie bitte? Warum nicht? Ich war heute bei einer Bank. Die Frau hat gesagt, sie haben leider noch keine Schufa-Historie. Und dann, wir können Ihnen aktuell kein Konto anbieten. Hm, für ein normales Girokonto kann die Bank manchmal Nein sagen. Aber bei einem Basiskonto ist Schufa normalerweise kein Grund für eine Ablehnung. Basiskonto? Danach habe ich gar nicht gefragt. Und genau das ist der Punkt. Viele fragen nach einem Konto, aber nicht ausdrücklich nach dem Basiskonto. Also habe ich vielleicht nach dem falschen Konto gefragt? Vielleicht. Und deshalb machen wir heute diese Folge. Jetzt bin ich neugierig. Gut, fangen wir an. Neues Wort. Das Basiskonto. Das Basiskonto. Das ist ein Konto, auf das du einen gesetzlichen Anspruch hast, unabhängig von deiner Schufa, deinem Einkommen oder deiner Kredithistorie. Also auch ohne Schufa-Historie? Genau das ist der Punkt. Selbst eine schlechte Schufa oder gar keine Historie ist normalerweise kein gültiger Ablehnungsgrund für ein Basiskonto. Aber die Bank hat mich abgelehnt. Wahrscheinlich für ein normales Girokonto mit Extras. Für ein Basiskonto gilt eine andere Regel. Also muss ich ausdrücklich Basiskonto sagen? Ja, am besten sehr klar. Ich möchte ein Basiskonto nach dem Zahlungskontengesetz beantragen. Zahlungskontengesetz? Ja, das ist das Gesetz hinter diesem Recht. Aber du musst dir nicht alles merken. Der wichtigste Satz ist, ich möchte ausdrücklich ein Basiskonto beantragen. Das hätte mir echt jemand vorher sagen können. Willkommen im Grund, warum wir diese Folge machen. Gilt das für jeden? Für jeden, der sich legal in der EU aufhält. Das gilt auch für Asylsuchende und Menschen mit Duldung. Auch ohne festen Wohnsitz? Meistens ja. Auch das ist kein automatischer Ablehnungsgrund. Was brauche ich konkret? Im Kern ein gültiges Ausweisdokument. Wenn du keinen normalen Reisepass hast, gibt es auch andere anerkannte Dokumente. Also nicht eine einzige feste Liste für alle. Nicht ganz, es hängt vom individuellen Status ab. Frag bei der Bank nach, welches Dokument zählt in meinem Fall. Also Status prüfen, nicht Schufa prüfen. Genau, die Bank darf deine Identität prüfen. Aber schlechte Schufa allein reicht beim Basiskonto normalerweise nicht als Nein. Was kann ich mit so einem Basiskonto überhaupt machen? Ziemlich viel. Geld einzahlen, Geld abheben, Überweisungen machen, Lastschriften einrichten und mit Karte zahlen. Klingt eigentlich wie ein normales Konto. Größtenteils schon. Ein wichtiger Unterschied, meistens kein Dispo. Kein Dispo? Kein automatischer Überziehungsrahmen. Du kannst nur über das Geld verfügen, das wirklich auf dem Konto ist. Also kein Minus möglich? In der Regel nicht, außer die Bank bietet das zusätzlich an. Und kostet das was? Ja, ein Basiskonto muss nicht kostenlos sein. Aber die Kontoführungsgebühr muss angemessen sein, also nicht willkürlich hoch. Was heißt angemessen konkret? Das variiert je nach Bank. Es gibt keine einzelne feste Zahl im Gesetz. Aber deutlich überteuerte Gebühren kann man prüfen lassen. Hattest du das auch mal? Probleme mit einem Konto? Ja, als ich das erste Mal umgezogen bin, hatte ich noch keine Meldebestätigung fertig und eine Bank hat mich deswegen abgelehnt. Und was hast du gemacht? Ich dachte erst, das ist einfach so und habe es akzeptiert. Erst später habe ich erfahren, dass ich hätte nachfragen können, ob ein Basiskonto trotzdem möglich ist. Also hättest du das gar nicht einfach hinnehmen müssen? Genau. Manchmal liegt das Problem nicht bei dir, sondern daran, dass die Bank zuerst ein normales Konto prüft, nicht das Recht, das eigentlich gilt. Also auch du hast erst später verstanden, wie das System funktioniert. Absolut. Deshalb erzähle ich dir das jetzt, bevor du noch mehr Zeit verlierst. Ein paar Wörter, die du sowieso brauchen wirst, egal welches Konto du hast. Bereit. Die IBAN, deine internationale Kontonummer. Die brauchst du für jede Überweisung. Die steht auf der Karte, oder? Manchmal auf der Karte,
Meistens aber sicher in der Banking-App oder auf dem Kontoauszug. Kontoauszug? Eine Übersicht über alle Bewegungen auf deinem Konto, was reinkam und was rausging. Und wenn ich zum Beispiel jeden Monat automatisch die Miete zahlen will? Dann richtest du einen Dauerauftrag ein, eine feste, wiederkehrende Überweisung. Und wenn eine Firma selbst Geld von meinem Konto abbucht, zum Beispiel für einen Vertrag? Das ist eine Lastschrift. Kann ich eine Lastschrift zurückholen, wenn etwas falsch ist? Ja, bei einer SEPA-Basislastschrift hast du 8 Wochen Zeit, ohne einen Grund nennen zu müssen. War die Abbuchung nie autorisiert, du hast also nie zugestimmt, sogar bis zu 13 Monate. 8 Wochen ohne Begründung, das ist eine ziemlich klare Regel. Eine der klarsten im ganzen Bankrecht, ehrlich gesagt. Gut zu wissen, falls ich mal überrascht werde. Und wenn eine Bank trotzdem sagt, nein, gar kein Konto? Dann musst du zuerst prüfen, hast du wirklich ausdrücklich ein Basiskonto beantragt? Also nicht nur gesagt, ich brauche ein Konto. Richtig. Besser ist, ich möchte ausdrücklich ein Basiskonto nach dem Zahlungskontengesetz beantragen. Das klingt schon viel bestimmter. Genau. Und wichtig, wenn du das Basiskonto beantragst, muss die Bank innerhalb von 10 Geschäftstagen entscheiden. 10 Geschäftstage, also nicht einfach wochenlang warten? Nein, entweder sie eröffnet das Konto oder sie lehnt schriftlich ab und nennt den Grund. Die Bank muss den Grund schriftlich nennen? Ja, ein einfaches Nein am Schalter reicht nicht. Und welche Gründe sind überhaupt erlaubt? Es gibt ein paar echte Ablehnungsgründe. Der wichtigste, du hast schon ein anderes Konto, das du wirklich nutzen kannst. Also ein Konto, mit dem ich überweisen, Geld abheben und am normalen Zahlungsverkehr teilnehmen kann? Richtig, dann muss eine zweite Bank nicht unbedingt noch ein Basiskonto eröffnen. Gibt es noch einen zweiten Grund? Ja, wenn du bei genau dieser Bank schon einmal ein Basiskonto hattest, das rechtmäßig gekündigt wurde, zum Beispiel wegen erheblicher Zahlungsrückstände oder weil du es für verbotene Zwecke genutzt hast. Also nicht einfach jede Bank neu ausprobieren, wenn eine mich schon rausgeworfen hat. Bei derselben Bank normalerweise nicht, wenn dieser Grund wirklich vorliegt. Und was ist mit schlechter Schufa? Schlechte Schufa allein ist beim Basiskonto normalerweise kein gültiger Ablehnungsgrund. Und keine Schufa-Historie? Auch das normalerweise nicht. Gibt es noch andere Gründe? Ja, zum Beispiel, wenn es rechtliche Probleme gibt, etwa Geldwäscheregeln. Aber für die meisten Menschen ist der wichtigste Punkt, Schufa allein reicht nicht. Und wenn die Bank trotzdem falsch ablehnt? Dann hast du echte Möglichkeiten. Du kannst dich an die BaFin wenden, die Aufsichtsbehörde für Banken, oder an eine Verbraucherschlichtungsstelle. Das klingt nach einem echten Weg, nicht nur nach einer leeren Drohung. Ist es auch. Ein Nein von der Bank ist nicht automatisch das letzte Wort. Zum Beispiel: Okay, zurück zu meinem Fall. Keine Schufa-Historie, kein Konto. Erster Schritt. Geh zurück oder ruf an und frag ausdrücklich nach dem Basiskonto. Mit welchem Satz? Ich möchte ausdrücklich ein Basiskonto nach dem Zahlungskontengesetz beantragen. Und dann? Dann gibst du deine Dokumente ab und wartest auf die Entscheidung. 10 Geschäftstage? Genau. Innerhalb von 10 Geschäftstagen muss die Bank entscheiden. Und wenn sie ablehnt? Dann soll sie dir die Ablehnung schriftlich geben und begründen. Und wenn der Grund nur Schufa ist? Dann solltest du nachfragen. Zum Beispiel: Können Sie mir bitte schriftlich bestätigen, dass mein Basiskonto wegen meiner Schufa abgelehnt wurde? Das klingt stark. Es ist ruhig, aber klar. Und wenn ich schon ein anderes Konto habe? Dann kann die Sache anders aussehen. Wenn du schon ein nutzbares Zahlungskonto hast, darf die Bank ein weiteres Basiskonto eher ablehnen. Also nicht 100 Basiskonten für eine Person. Genau. Es geht um Zugang zum Zahlungsverkehr, nicht um viele Konten. Also, kurz zusammengefasst. Bitte. Erstens. Ein Basiskonto ist ein echtes Recht
unabhängig von Schufa oder Einkommen. Stimmt. Zweitens, ich muss es oft ausdrücklich verlangen. Es kommt nicht automatisch. Richtig. Drittens, die Bank muss innerhalb von 10 Geschäftstagen entscheiden. Genau. Viertens, kein Dispo, aber Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen funktionieren normal. Und bei einer falschen SEPA-Basislastschrift habe ich 8 Wochen Zeit, sie zurückzuholen. Richtig. Fünftens, die Kontoführungsgebühr muss angemessen sein, auch wenn es keine feste Zahl gibt. Ja. Sechstens, wenn ich schon ein anderes nutzbares Konto habe oder wenn mir bei derselben Bank ein Basiskonto rechtmäßig gekündigt wurde, kann die Bank ein weiteres Basiskonto ablehnen. Genau. Und siebtens, bei einer falschen Ablehnung gibt es echte nächste Schritte, BaFin oder Schlichtungsstelle. Perfekt zusammengefasst. Also, was mache ich jetzt mit meiner Bank von heute Morgen? Geh zurück oder ruf an und frag ausdrücklich nach dem Basiskonto. Und wenn die immer noch Nein sagen? Dann kannst du bei einer anderen Bank fragen. Aber wenn du wirklich ein Basiskonto beantragt hast und die Ablehnung falsch wirkt, ist BaFin der wichtigere nächste Schritt. Ein Nein ist also nicht automatisch das Ende der Geschichte. Nicht, wenn du das Recht dahinter kennst. Und nicht, wenn ich das richtige Wort kenne. Genau, Basiskonto. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert den Kanal. Und schreibt uns, wurdet ihr auch schon mal von einer Bank abgelehnt und wusstet gar nicht, dass ihr eigentlich ein Recht auf ein Konto habt? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!